Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Price Rangers. Mein Name ist Ranger Michi. Mein Name ist Ranger Paul. Und zusammen testen wir billige Saiteninstrumente. Heute 7 Saiten auf der Jack & Denny 780 7th String in der Farbe Metallic Black für 139 €. Der Korpus besteht aus Erle, der Hals besteht aus Ahorn, darauf aufgeleimt ein Palisander-Griffbrett mit 24 Bünden und von der Elektrikausstattung 2 Humbucker Pickups, einen Dreiwegschalter, ein Volume und einen Tonregler. Dazu noch ein Vintage 7-Point Tremolo. Ihr kennt vielleicht aus anderen Videos die Ergebnisse, wenn wir mit einem 6-Point Tremolo gearbeitet haben. Eine 7. Schraube mehr wird die Welt nicht retten. Aber gucken wir mal, wie sie sich so schlägt. Ranger Michi, erste Impressionen? Sie kann schon Metal, aber es tut mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu sehr weh, weil die Bundbearbeitung echt mies ist. Scharfe Kanten auf allen 24 Bünden, 3 Oktaven Fingerschmerzen bzw. 3 Oktaven Verletzungen guaranteed. Was ich auch nicht gebrauchen kann, eine Metal-Gitarre oder eine Doomsday Apocalypse Gitarre, die zwar hübsch in Metallic schwarz lackiert ist, aber der Lack eine einzige Buckelpiste darstellt. Und solchen Unfug brauche ich nicht. Ich brauche kein Tremolo auf einer 7-seitigen und schon gar kein Vintage-Tremolo. Wenn, dann will ich ein anständiges Floyd Rose, Klemmsattel oben für Dive Bombs. Wird es aber in dieser Preiskategorie einfach nicht geben. Vielleicht kann ich dich ja mit ein paar Leadlines bezirzen. Das Kinderliedlines. Bei dem Baumstamm von Hals ist mit elegantem Solospielen nicht viel zu machen. Ansonsten würde ich sagen, ich lasse mich von Ranger Paul natürlich immer gerne bezirzen. Aber mit der Jack & Denny 780 7th String kommst du auch bei mir nicht weit. Zeit, die Vor- und Nachteile des Instruments endgültig gegenüberzustellen. Judgment Day. Vorteile: 7 Saiten für sehr wenig Geld. Palisander-Griffbrett, Domespeed, Putty-Knöpfe. Schon okay. 24 Bünde. An die man aber nicht wirklich hinfassen möchte. Zu den bereits ohnehin genannten Nachteilen kommt auch noch erschwerend hinzu, dass der dicke Baumstammhals auch nicht wirklich gut in den Korpus eingepasst wurde. Also Verarbeitungsqualität ist wirklich nicht auf besonders hohem Niveau. Weil wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, Bundbearbeitung, Lackierung, Halspassung, viel mehr kann man fast nicht mehr falsch machen. Der Sound der Pickups kann Metal, lässt aber auch zu wünschen übrig. Deswegen Zeit für ein Urteil. Unsere geschundenen Ranger-Hände können leider den Daumen nur nach unten fallen lassen. Tonne. Wir hoffen, euch hat unser Clip trotzdem gefallen und bewahrt euch vor dem Kauf eines unseres Erachtens nicht zu empfehlenden Instruments. Wenn ihr dieser Auffassung auch seid, liked unser Video, abonniert unseren Channel und folgt uns auf den sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram und unserem Blog www.pricerangers.com. Da könnt ihr uns auch über einen Donate-Button unterstützen, wenn ihr wollt, dass wir noch viele Instrumente für euch rangern. Das Ganze geht auch auf unserer YouTube-Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.